Rechtsmedizin Gießen. Am 7. Oktober 2004 soll hier eine Kinderleiche obduziert werden. Die Todesursache ist unklar. Der Notarzt hat notiert, Verdacht auf plötzlichen Kindstod. Doch die Polizei ist misstrauisch. Das tote Baby wird damit ein Fall für den Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts, Professor Dettmeier. Grundsätzlich ist der plötzliche Kindstod immer eine Sache für die Rechtsmedizin, weil man ja nicht weiß, ob sich dahinter ein Tötungsdelikt versteckt. Bei dem Kind war schon bei der äußeren Leichenschau alles unauffällig. Also es gab da keine Zeichen für eine Gewalteinwirkung, keine Hautverfärbungen, keine Hämatome. Und auch bei der dann inneren Leichenschau waren keine Verletzungen festzustellen. Es gab bei der Obduktion keine Befunde, die Zweifel geweckt hätten, dass es nicht ein plötzlicher Kindstod ist. In Deutschland kommt es jedes Jahr bei etwa 150 bis 200 Kindern zum plötzlichen Kindstod. Und nicht immer geht es dabei mit rechten Dingen zu, das weiß auch Professor Dettmeier. Als es in der gleichen Familie 2009 bereits zu einem dritten Fall von plötzlichem Kindstod kommt, ist der Rechtsmediziner alarmiert. Denn diesmal wurde das Baby von Anfang an mit einem speziellen Monitor überwacht. Der erste Gedanke war schon, das kann nicht sein, weil das in der Literatur als absolute Rarität beschrieben ist. Es sind keine Befunde erhebbar gewesen, die in irgendeiner Weise ein Tötungsdelikt hätten belegen können. Wir haben das der Polizei und der Staatsanwaltschaft dann auch mitgeteilt, dass wir an so viel Zufall nun wirklich nicht glauben. Und dreimal plötzlicher Kindstod bei biologisch identischen Eltern, dass das im Regelfall ein Tötungsdelikt ist, was aber dann immer noch zu beweisen wäre in 3 Fällen. Aber weder der Rechtsmediziner noch die Ermittler finden Beweise für eine Tötung der 3 Babys. Die Eltern wirken geschockt und nicht verdächtig. Die Mutter ist völlig aufgelöst. Es hat ein Weilchen gedauert, aber am Ende war es so, dass bei allen 3 Kindern es überhaupt keinen Anhaltspunkt gab für eine Herzmuskelentzündung, für eine virusbedingte Lungenentzündung oder für irgendeine andere Erkrankung, die den Tod hätte erklären können. Trotzdem stellt die Polizei die Ermittlungen ein. Professor Dettmeier aber lässt das keine Ruhe. Er sucht im Internet und in der Literatur nach vergleichbaren Fällen. Dettmeier ist ein Experte, der seit 30 Jahren zum plötzlichen Kindstod forscht. Er will das Obduktionsergebnis so nicht akzeptieren. Also wir haben in der Literatur gesucht, ob es vergleichbare Fälle gibt. Die gibt es sehr, sehr wenige. Im Nachkriegsdeutschland 2 Fälle. Jetzt wird es statistisch noch viel, viel unwahrscheinlicher, dass das keine Tötungsdelikte sind. Es muss da etwas geben, was wir nicht wissen. Professor Dettmeier drängt bei den Ermittlern auf eine erneute Befragung der Eltern. Die beiden werden dann 2011 als Zeugen noch einmal vernommen, getrennt voneinander und in Anwesenheit des Rechtsmediziners. Die Situation ist auch für Rechtsmediziner ungewöhnlich. Ich habe vielleicht 2-, 3 Mal in meinem Leben als Rechtsmediziner explizit bei einer Vernehmung daneben gesessen. Aber Vater und Mutter bleiben bei ihrer Aussage, keine Erklärung für den Tod ihrer 3 Kinder zu haben. Dann wurde irgendwann ein Punkt erreicht, wo der Polizeibeamte dann gesagt hat, was sagt denn eigentlich die Rechtsmedizin dazu? Und besprechen wir das mal hier gemeinsam mit der Mutter. Ich habe also unsere ganzen Untersuchungen dargelegt, von der Vorgeschichte, die Obduktionen, die Spezialuntersuchungen, habe ganz klar gesagt, es können keine natürlichen Todesursachen gefunden werden. Es muss im Grunde etwas da sein, was wir noch nicht wissen. Und es gibt da etwas, was konkret die Mutter uns verheimlicht. Und Dettmeiers Worte haben Wirkung. Sie wurde nervös. Man sah wohl, dass der Blutdruck stieg. Also sie hat ein rotes Gesicht bekommen. Der Blick wurde auch ein bisschen unruhig. Ich habe unmittelbar auch neben ihr gesessen. Man konnte schon merken, dass sie das getroffen hat. Nach 4 Stunden Befragung gesteht die Mutter, ihre 3 Kinder erstickt zu haben.
Weil sie ihre Kinder heimtückisch ermordet haben soll, wird Natalia M. 2013 zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Ein Motiv gibt sie nicht an. Das war frustrierend. Es ist etwas ungewöhnlich, 3 Säuglinge zu töten und es ist kein Motiv erkennbar. Auch nicht bei dem, was sie dann erzählt hat. Sie hat erzählt, was sie gemacht hat, aber sie hat nicht gesagt, warum. Experten schätzen, dass jährlich 10 bis 20 Babys, die offiziell am plötzlichen Kindstod verstorben sind, möglicherweise getötet wurden. Die Verhältnisse mögen noch so geordnet wirken und die Tatverdächtige noch so sehr einen trauernden Eindruck machen. Es kann sich dahinter eine ganz andere und bittere Wahrheit verstecken.